Hallo Werkzeugfans, willkommen bei Grottos TV. Mein Name ist Sebastian und das hier ist ein echtes Meisterstück der Ingenieurskunst. Und nicht einfach nur, weil es gut ist, sondern vor allem auch, weil es ewig hält. Wir haben hier den Krenzle K105. Der ist irgendwo zwischen 20 und 25 Jahre alt. Genau rekonstruieren konnten wir das gar nicht mehr. Aber das hier steht für etwas, was ich enorm wichtig finde. Nämlich, dieses Gerät steht für Langlebigkeit. Das ist nicht nur 20, 25 Jahre alt, sondern es ist deswegen auch langlebig, weil es dafür eben jetzt immer noch Ersatzteile gibt. Das ist nicht irgendein Gerät, sondern dieses Gerät hat eine Geschichte. Denn hier ist es so, das Gerät war Jahrzehnte im Einsatz. Immer und immer und immer wieder hat es genau das gemacht, was es sollte. Es hat einfach mit hohem Druck und Wasser etwas gereinigt. Und hier ist es so, dass auch da natürlich irgendwann mal was kaputt geht, weil so ein Gerät hat natürlich Verschleißteile, wie zum Beispiel Kolben, Dichtungen oder. Und hier war es so, dass derjenige, der das Gerät hatte, einfach gesagt hat, Mensch, kann man bei Krenzle anrufen, haben die vielleicht noch Ersatzteile? Und gesagt, getan, angerufen und was war die Antwort? Ja klar, gar kein Problem, wir haben das passende Teil für dich und schicken dir das zu und probier das aus und das wird funktionieren. Und der Besitzer hat es genommen, eingebaut und das Gerät ist wieder wie neu und funktioniert. Und das ist etwas, was ich wirklich sehr, sehr wichtig finde. Und das ist aber eine Philosophie der Firma Krenzle. Denn Krenzle hat gesagt, ich möchte kein, ich sage mal ganz bewusst, Billigschrott bauen. Deswegen kosten Krenzle-Produkte auch anders. Deswegen bekommst du von Krenzle keinen Hochdruckreiniger für 100 €. Weil für 100 € kannst du nichts produzieren, was eine hohe Qualität hat, diesen Anspruch hat und für das du so lange Ersatzteile auch vorbehalten kannst oder vorrätig halten kannst. Und bei mir ist es so, dass ich Krenzle als Marke bis vor, ich sag mal, 3, 4 Jahren ehrlicherweise nicht kannte. Ich hatte das erste Gerät hier, das genau auch mein Gerät, holen wir nachher mal auf den Tisch, was ich inzwischen auch privat nutze und an gefühlt 100 Leute verliehen habe. Ich habe das benutzt und habe gemerkt, das ist so anders als die Hochdruckreiniger, die vorher hatten, 100, 200 € Geräte und hat eine andere Qualität und eine höhere Reinigungsleistung, als ich je für möglich gehalten hätte in dieser Klasse. Und fortan war es bei mir so, dass alle meine Nachbarn sich andauernd meinen Krenzle ausgeliehen haben, nicht den, sondern das andere Gerät, und haben damit gearbeitet. Und ganz, ganz viele von denen haben dann eine Sache gemacht, die waren davon überzeugt und haben dann genau das Gerät gekauft und haben dann gesagt, oh, das ist so eine bessere Qualität. Und genau deswegen wollte ich euch das hier zeigen und den neuen Quickly, der eben genau der Einstieg ist, auch für den Privatmann. Der eben nicht sagt, es muss billig, billig, billig sein, sondern billiger ist, wenn es länger hält. Heute stehe ich hier hinter der Werkbank eigentlich als genau einer von euch, denn jeder von euch oder viele von euch kennen folgende Situation. Ihr sagt, ihr braucht einen Hochdruckreiniger vielleicht für irgendwas im Haus und Garten und dann kaufst du ein günstiges Gerät und es geht dir nach einer Saison kaputt. Genauso ging es mir wirklich zweimal und nachher hatte ich die Schnauze voll, hatte auch 10 Jahre keinen Hochdruckreiniger. Und nachdem ich meinen Hochdruckreiniger von Krenzle hatte, den für euch auch getestet habe, danach zu mir übernommen habe, habe ich angefangen, ganz anders darüber zu denken und vor allem mir das Thema Nachhaltigkeit bei dem Thema anzuschauen. Wir haben vor kurzem ein Video gemacht, wo wir Hochdruckreiniger uns angeschaut haben im ganz, ganz niedrigen Preissegment und haben da auch mal reingeschaut, was für Komponenten sind dort verbaut. Schaut einfach mal das Video an, das habe ich hier oben verlinkt. Was wir da gesehen haben, war vor allem, dass zum Beispiel Steckverbindungen waren aus Kunststoff. Gehen sehr, sehr schnell kaputt. Das haben wir bei Krenzle zum Beispiel nicht. Hier haben wir wirklich Edelstahl- und Messingverbindungen, sehr, sehr stabile Steckverbindungen, die auch ewig halten und dafür auch ausgelegt sind. Vor allem auch Pumpengruppen hier, die das Gerät doppelt oder dreimal so schwer machen, wie diese günstigen Geräte, aber eben genau auch dafür da sind. Du brauchst halt Material, du brauchst halt dieses schwere Material, um eine gute Pumpe zu haben und vor allem auch eine Kühlung zu haben. Und genau das sind alles Sachen, die hier bei solchen Geräten auch für einen gewissen Preis stehen, aber halt auch für Qualität. Und genau diese Qualität, dieses Selbstverständnis für Qualität ist ein Markenzeichen der Firma Krenzle. Krenzle gibt es seit 1974, das heißt jetzt 50 Jahre und so lange hat sich diese Firma entwickelt, hat die ganze Zeit aber eine eigene Philosophie entwickelt, nämlich eben nicht die Produktion rauszugeben, nicht die Entwicklung rauszugeben. Bei Krenzle ist es so, die Produktion und Entwicklung ist noch in Deutschland, in Bayern. Die Mitarbeiter, die das fertigen, sind hier in Deutschland. Das Qualitätsbewusstsein eben ist bei Krenzle nicht zu sagen, ich verkaufe dir jedes Jahr ein neues Gerät, sondern dir ein Gerät zu kaufen und das ewig auch bei euch zu halten und dass ihr euren Freunden, Kumpeln, Kollegen sagt, Mensch, das Ding habe ich jetzt hier schon vielleicht wieder 15 Jahre, das hält einfach und wenn ich Teile habe, kann ich sie nachkaufen. Und das spricht sich rum und deswegen wird Krenzle immer und immer beliebter. Jetzt aber genug von den alten Geräten, wenden wir uns mal
den aktuellen zu. Und wenn ihr denkt, das ist jetzt ein kleines, lustiges, kleines Minigerät, ja, ich würde sagen, das waren locker mal 15, 20 Kilo, die der Kleine hier drauf hatte. Und das ist eben auch der Unterschied bei Kränzle. Das hier ist nicht einfach riesiger umbauter Raum, das ist wirklich hier Messing und Metall. Hier unten, das hier ist auch nicht, ja, das ist fast komplett gefüllt eben mit dem Motor und der Pumpe, die wir da haben. Also das ist schon enorm. Und deswegen das Gerät hier, das ist der 1152 und das hier ist der neue Quickly. Was daran neu ist, das schauen wir uns gleich mal an. Der 1152 ist so ziemlich das meistverkaufte Gerät von Kränzle, wahrscheinlich sogar aller Zeit, aktuell auf jeden Fall. Das ist so für den absolut gehobenen Anwender für zu Hause oder für Anfang-Profi. Ja. Da ist er angesiedelt und das ist also ergo für diejenigen, die sagen, zu Hause 0,0 Kompromisse und die kaufen sich genau dieses Gerät. Wichtig ist, dass die Geräte an sich sind immer untereinander sehr, sehr stark kompatibel, aber der und diese Baureihe nicht. Hier ist ein D10, hier ist ein D12-Anschluss, das heißt also, die ganzen Schnellverschlüsse, die wir hier zum Beispiel haben, sind nicht untereinander kompatibel zwischen diesen Baureihen. Ansonsten Kränzle vorbildlich, was wirklich die Kompatibilität untereinander betrifft. Wir haben aber über eine Sache noch nicht gesprochen bei genau diesem Gerät und das ist der Preis. Das müssen wir aber, denn da steigen leider viele aus. Und die sagen sich, das ist jetzt mir wirklich doch zu viel für einfach nur einen Hochdruckreiniger, den ich nur privat und zu Hause benutze. Denn wir haben hier einen Preis von 700 bis 750 Euro. Das ist natürlich schon eine ganze Menge. Ja, man bekommt hier wirklich ein extrem robustes Gerät, ein Gerät, was sehr, sehr viel kann, was sehr, sehr viel Druck herstellen kann, sehr, sehr viel Wasser transportiert und so weiter und so fort. Aber kostet eben auch 700 bis 750 Euro. Bei dem Gerät hier, und deswegen hat Kränzle gesagt, wir wollen auch für dem Heimanwender, den ambitionierten Heimanwender ein Gerät zur Seite stellen, was einfach günstiger ist und einen günstigeren Preispunkt hat. Denn hier haben wir einen Preis von so 400 bis 450 Euro und haben schon ein relativ großes Paket, was alles schon mit dazugehört. Dann bekommst das Gerät, so wie sie ist, mit Schlauch, entsprechenden Pistolen und natürlich auch den passenden Lanzen. Das heißt also, nochmal, diese Pistole hier gehört zum Lieferumfang. Der Schlauch gehört zum Lieferumfang, das Gerät natürlich auch zum Lieferumfang. Hier einmal diese, ich nenne es immer Dreckfräse, aber das ist hier, glaube ich, der Dreckkiller genannt von Kränzle. Der ist mit dabei und natürlich auch hier eine Lanze, mit dem du den klassischen Hochdruckreiniger Fächer herstellen kannst. Auch das hier mit dem Lieferumfang. Was ich besonders wichtig finde für mich, ja, das ist ja auch mit dabei, ist aber das UFO. Ich liebe das UFO. Ich nutze bei mir zu Hause auf meiner Terrasse das UFO eigentlich so einmal im Jahr und auf allen gepflasterten Flächen bei mir. Denn damit kannst du Folgendes machen. Du schließt das hier auch einfach an. Hier an deine Pistole. Denn hier beim UFO habt ihr einen riesen Vorteil. Ihr habt hier eine Düse, die hier rotiert. Und jetzt macht ihr einfach Folgendes. Ihr nehmt eure Pistole, setzt das hier ein. So, und dann gehst du einfach wie mit dem Staubsauger über deine Terrasse langsam. Ja, also nicht zu langsam, du kannst schon mit der normalen Geschwindigkeit einfach langsam drüber fahren, sage ich jetzt mal. Und was passiert? Du wirst einen Unterschied wie Tag und Nacht sehen. Und der große Vorteil vom UFO ist, dass du eben nicht darauf achten musst, aus welchem Winkel, aus welchem Abstand und dass du es genau richtig machst, sondern es ist wirklich wie Staubsaugen, nur für Dreck auf der Terrasse oder auf ähnlichen Oberflächen. Da kannst du wunderschön rübergehen. Und das macht richtig Spaß. Ich selber nutze das große UFO, das hier, das übrigens nicht kompatibel ist mit dem hier und was auch einen großen Nachteil hat. Das UFO gehört nicht zum Lieferumfang. Dieses UFO gehört eben zum Lieferumfang. Ja? Und das alles für genau den Preis dieses Geräts. Und ich finde, da haben sie auch wirklich mitgedacht, weil das eine Sache ist, die für mich das sogenannte Killer-Feature ist von diesem Gerät. Bei dem hier hast du einfach den großen Vorteil, dass du noch etwas noch leichter gleiten kannst. Hier hast du keine Räder, sondern gleitest du auf Bürsten. Das funktioniert aber genauso. Ihr seht, für 400 Euro bekommst du hier ein Gerät, was wirklich sehr, sehr viel vereint oder für knapp über 400 Euro und alles eigentlich hat, was du brauchst. Übrigens hat das Gerät einen riesigen Vorteil gegenüber dem 1152. Denn das Gerät darfst du so nicht betreiben, wie es hier ist, sondern du musst es immer hinlegen. Bauartbedingt ist es so, ja, dass du es genau so betreiben musst, also in dieser Position. Bei dem hier kannst du es ganz einfach so stehen lassen, da ist der Motor so konzipiert, dass es genau so bleiben kann. Das finde ich eine ganz tolle Sache. Übrigens habe ich eine Sache mal ausprobiert oder versucht rauszubekommen und habe kein gutes Ergebnis. Nämlich, ich habe versucht, in der Preisklasse ein
ich wollte eigentlich ein Konkurrenzprodukt hier hinstellen. Ja? Ein ähnlich qualitativ hochwertiges Gerät mit so einer guten Pumpengruppe und so weiter und so fort, habe ich aber einfach nicht gefunden in dieser Preisklasse. Wenn ihr ein Gerät kennt in der Preisklasse, schreibt es auch gerne mal unten in die Kommentare, da machen wir gerne auch nochmal einen Nachtest. Was man sagen muss, als Unterschied ist, und das würde mich, ja doch ehrlicherweise müsste mich nicht so sehr stören, ist, hier ist der Schlauch aufgewickelt, hier an diesem Haken. Hier hast du das Ganze, dass du es wie so einen Gartenschlauch aufwickeln kannst. Viele kennen das, diesen Gardena Schlauchwagen. Genauso ist es hier auch. Du hast hier eine Trommel, auf die du das Ganze aufrollen kannst. Auch ist hier der Schlauch nochmal hochwertiger als der hier. Ich muss sagen, ich habe bei Hochdruckreiniger schon einen Schlauch gehabt. Den nimmst du einmal in die Hand, machst so ein bisschen hin und her und schon ist der gebrochen und gerissen. Das ist hier nicht. Hier hast du einen Schlauch, wo hier innen drin ein Gewebe drin ist. Das ist wirklich gut, das funktioniert. Hier hast du nochmal extra eine Metalleinlage. Das ist nochmal hochwertiger. Ich glaube, da kannst du wahrscheinlich sogar drüber fahren, das wird funktionieren. Übrigens, der Einsatz hier bei den Rotationsdüsen ist aus Keramik, was genau dafür da ist, wieder Qualität, Langlebigkeit. Das haben viele andere Hersteller eben genau nicht. Eine Sache fällt übrigens von Quickly sofort auf, denn hier fehlt etwas, was wir hier vorne haben, nämlich wir haben hier keinen Druckminderer, sondern wir haben hier immer denselben Arbeitsdruck von etwa 100, nee nicht etwa, sondern von maximal 130 bar. Hier bei dem Gerät haben wir auch 130 bar Arbeitsdruck, aber den können wir regulieren von 30 bis 130. Übrigens zum Thema technische Daten nochmal, wir haben hier 6,3 Liter Fördervolumen in der Minute, hier haben wir 10 Liter. Die Menge an Wasser ist ja auch nochmal entscheidend, wie gut das Gerät reinigt. Und weil ich dazu eigentlich gar keine Informationen gefunden habe, habe ich einfach mal Grenzler angerufen und habe gesagt, Mensch Leute, was ist denn hier los? Kein Druckminderer, was kann ich denn jetzt nicht machen? Und die Antwort war, eigentlich kannst du alles machen. Ja, wie, verstehe ich nicht. Naja, es gibt so wenig Anwendungen, wo man wirklich, wo der Profi wirklich den Druck mal reduziert, dass nicht mal Ihnen wirklich viele eingefallen sind. Denn es ist so, dass du ja einfach über ein wenig mehr Abstand rein oder raus sehr, sehr gut den Druck ja schon reduzieren kannst und dann spielt das überhaupt gar keine Rolle mehr. Das heißt, hier kannst du es nicht einstellen, aber es ist immer 130 bar, gehst im Zweifel ein kleines bisschen weiter weg. Nochmal ganz wichtig ist aber, das Zubehör hier ist genau dafür ausgelegt, genau so auch zu arbeiten. Und apropos Zubehör, ich habe hier mal 3, 4 Zubehöre mit dabei, die ich dir auch wärmstens bis ans Herz legen kann. Habe ich auch, benutze ich auch alle. Wir haben hier diese ja, ich sag mal Schaumbürste, oder Schaumbürste, kommen wir auch gleich dazu, aber hier haben wir so eine Bürste, gerade im Bereich Wohnmobil, Kfz oder größere Flächen, die du mal so ein bisschen mit mechanischer Einwirkung säubern willst, da hast du genau das hier, was du auch auf deine Pistole hier mit draufnehmen kannst. Kostet auch nicht wirklich viel. Das hier ist eine tolle Sache, das ist die Schaumlanze. Steckst du einfach hier drauf, hier ist dein Mittel drin und damit kannst du Dinge halt einschäumen. Funktioniert wunderbar und die Reinigungsleistung ist dann nochmal eine ganz andere. Und das Teil hier kann man nicht hoch genug schätzen. Denn es gibt bei mir einige Flächen, auch die ich eben nicht mit dem UFO mache, aus Gründen. Da ist es so, dass ich hier diese Rotationslanze oder die Dreckfräse, wie immer man die gerade nennen mag, die setzt ihr hier ein und dann könnt ihr hier auch über den Boden fahren oder wo ihr dann gerade seid und dann habt ihr eben nicht mehr diesen Sprühnebel, diese Menge an Material, was überall hingespritzt wird. Gerade wenn ich eng bei mir am Haus arbeite, nehme ich immer genau dieses Gerät, wo ich mit dem vielleicht auch nicht hinkomme, da komme ich eigentlich zumindest ziemlich dicht ans Haus ran und habe eben keinen Schmutz, der irgendwo hingeht. Und gerade da, wo es eben nicht dreckig werden soll und du nur noch höhere Reinigungsleistung haben willst als mit dem UFO, ist das hier absolut zu empfehlen. Und wenn du dich für das Zubehör oder das hochwertige Einstiegsgerät oder eben die Premium-Klasse interessierst, schau mal unten in die Videobeschreibung, da findest du alles nochmal verlinkt und da findest du vor allem auch den ehrlichen Preisvergleich. Ihr schreibt bitte mal in die Kommentare, was ist denn eure Präferenz bei Hochdruckreinigern? Warum ist das so? Gibt es vielleicht ein Gerät, was doch vergleichbar ist mit dem in genau dieser Preisklasse? Oder welche Erfahrungen habt ihr schon mit Ersatzteilservice von Grenzler oder von anderen Herstellern gemacht? Und so lange ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.